Heute möchte ich euch zeigen, wie in den Device-Rumpf die Servos eingebaut werden. Und genau, ich freue mich, wenn das bei eurem Rumpf genauso klappt wie hier. Und es ist gar nicht schwer. Bis gleich. Genau. Also, wir bauen hier in den Rumpf zwei HV 6125E MKS-Servos ein. Es würden auch KST DS 215 MG passen. Die sind im Prinzip fast gleich groß, nur dass das KST-Servo nochmal 1 mm höher einen höheren Abtrieb hat, was bei diesem kleinen Rumpfdurchmesser schon Schwierigkeiten bedeuten kann. Damit die Servos erstmal in die richtige Position kommen, helfe ich mir, sie erstmal mit einem Stück Doppelklebeband, setze ich sie in die richtige Position auf den Rumpf, um sie dann anzuzeichnen. Wir müssen dann also Ausfräsungen vornehmen. So, das schneide ich kurz zu. Ja, es ist einfach nur, dass das Klebeband nicht überschaut, sonst können wir da gar nicht mit dem Filzer dran lang malen. Wichtig ist, wenn wir das hier bei einem richtigen Rumpf anschauen, ist, dass die Servos womöglich ganz leicht versetzt zueinander stehen. Das heißt, der Abtriebshebel wird hier an der Rumpfwand schleifen und der Abtriebshebel wird hier schleifen. Das heißt, dieses Servo würde ich ganz leicht zu mir versetzen und dieses Servo ganz leicht zur anderen Seite. Das heißt, wir haben hier eine kleine Markierung im Rumpf. Das werden Sie dann sehen. So, und jetzt bin ich im Prinzip 1 mm aus der Mitte herausgegangen mit dem Servo. Ich mache das gleich nochmal deutlich. Mit diesem Servo gehe ich 1 mm so, siehst du das? Dass das ganz leicht sind die Servos zueinander versetzt. Das heißt, wir haben hier ein bisschen mehr Platz, so dass wir gerade noch an dem anderen Hebel vorbeischauen. Gut, jetzt brauchen wir einen Filzer, um das anzuzeichnen. So, und unsere Ausschnitte sind angezeichnet. Jetzt werde ich mit der Dremel hier die Ausschnitte ausfräsen. Und schleife die Ausschnitte passend zu unserer Markierung weiter aus. So, der Ausschnitt muss leicht größer sein nach vorne, damit das Kabel da noch mit reingehen kann. So, die Servoausschnitte sind jetzt vollzogen und wir testen nochmal, ob unsere Servos hier reinpassen. Genau, das sieht ganz gut aus und sie sollen hier flach auf dem Grund aufliegen. Wenn das nicht passiert, dann wäre es auch möglich, entweder die Gehäuse vorsichtig hier abzuschrägen oder nochmal hier unten eine kleine Kante reinzuschleifen in den Rumpf, damit das Servo tief genug auf dem Servobrett liegen kann. Wir wollen ja in diesem Material
unsere Servos festschrauben und ich unterklebe gerne mit einem Platinenmaterial hier die Auflageflächen, damit ich ein bisschen mehr Fleisch habe für das Einkleben oder für das Einschrauben der Servos, für die Servoschrauben. So. Das muss leicht angeraut werden. Ich helfe mir hier mit einer krummen Feile. Sehr schön. Hier auch noch. Genau. Und dann kleben wir das Ganze mit 2 Komponenten Kleber, ein Stück Platinenmaterial. Hier drunter. Also ich habe hier mal was vorbereitet. Hier diese Platinenmaterialien, 1 mm oder 1,2 mm Platinenmaterial, GFK-Platine mit U plus Endfest, 2 Komponenten Kleber. Klebe ich jetzt diese Verstärkungen ein. Da lässt sich auch Sperrholz drunter kleben oder irgendwas, was ein etwas dickeres Material ergibt. So. Ich mache das gerne so, dass ich das hier vorher in Position bringe. Wichtig ist, das nicht an die Finger zu bekommen, also am besten Handschuh benutzen. U plus Endfest ist leider manchmal etwas dünnflüssig. Genau, jetzt ist das schon auf mein Platinenmaterial durchgetropft und ich arbeite das so hin, dass es in etwa mittig liegt. Das steht jetzt vielleicht noch auf der einen Seite über, aber das können wir nachträglich dann noch wegfräsen. So. Genau, wir drehen das auf den Kopf, damit es durch die eigene Schwerkraft in Position bleibt. Den Rumpf gerade hinlegen, ansonsten laufen die Teile zur Seite weg. Also das U plus Endfest ist ausgehärtet und nun können wir hier praktisch überschüssiges U plus mit der Feile entfernen, damit die Servos hier wieder sauber reinpassen und eingefädelt werden können. Man sieht, wir haben ein bisschen die Schichtdicke erhöht hier. Das heißt, jetzt haben wir hier eine Wandstärke ungefähr von 2,5 bis 3 mm. Gut. Also ich werde das mal noch ein bisschen nachfeilen und dann können wir die Servos einbohren, praktisch, dass wir hier die Löcher für die Verschraubung einbohren. Die Servos passen hinein, so können sie hier in die Position gebracht werden. Wir gucken, ob die Höhe hinhaut. Ja. Bei diesem Servo habe ich das Gefühl, das stößt an der Seite an, also liegt leicht schräg drin. Das heißt, da würde ich noch mal ganz vorsichtig am Gehäuse lang schleifen. Ja, das reicht mir immer noch nicht. Das heißt, ich zeichne mir das an und schleife ganz leicht mit einem Dremel da noch mal entlang. Nur ganz leicht die Kante wegnehmen. Die Servos sitzen tief genug im Rumpf und wir können jetzt die Löcher bohren für die Schrauben. 1,5 mm bohre ich vor.
Man sieht also, man bohrt schon in ordentlich Material. So, jetzt noch ein 2 mm Gewindeschneider. 2 mm Schrauben. So, was brauchen wir noch? Jetzt brauchen wir einen Imbusschlüssel und kleine Imbusschrauben. 2 mm, 8 mm lang in etwa. Und die Servos sind fest. Saubere Befestigung und wir können die Servos rein und rausschrauben, ohne verloren geht. Vielen Dank.